News. Infos. Neues aus dem Stadtrat. Hallo und willkommen zur April-Ausgabe von Neues aus dem Stadtrat. In dieser Folge berichten wir euch über die Umstrukturierung des Geschäftsbereichs der zweiten Bürgermeisterin, die Diskussion über das 365-Euro-Ticket und über unseren Besuch beim Stadtplanungsamt Nürnberg. Nun zu den Berichten aus der letzten Stadtratssitzung. Zu Beginn der Stadtratssitzung gab es eine Live-Schaltung zum Bürgermeister aus unserer ukrainischen Partnerstadt Charkiw, der einen kurzen Lagebericht geschildert und sich für die Nürnberger Hilfe und Solidarität bedankt hat. Wie im letzten Video sind verschiedene Spendenmöglichkeiten, zum Beispiel der Nürnberg-Charkiw Partnerschaftsverein und die Seebrücke, verlinkt. Die zweite Bürgermeisterin Julia Lehner hat ihren Geschäftsbereich strukturell und organisatorisch neu ausgerichtet. Es gibt nun eine betriebswirtschaftlich-organisatorische Gesamtleitung des Bereichs der zweiten Bürgermeisterin. Diese soll vor allem für das Projekt der Opernhaussanierung und dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände verantwortlich sein. Neben unserer inhaltlichen Kritik an der Opernhaussanierung haben wir auch lange organisatorische Kritik an der Aufstellung und den personellen Ressourcen geübt. Unserer Meinung nach gab es bisher zu wenige Personen aus dem professionellen Projekt- und Integrationsmanagement. Diese Kritik hat nun Gehör gefunden und wurde in Teilen umgesetzt. Dies finden wir sehr erfreulich. Schwierig finden wir, dass die Stelle auch für die weitere Digitalisierung des Geschäftsbereichs zuständig sein soll. Unserer Meinung nach gibt es dafür nicht genügend Zeitkapazitäten. Schade war, dass das Thema in der letzten Stadtratssitzung wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Wir finden, dass die Opernhaussanierung als das größte Projekt der Stadt Nürnberg in den kommenden Jahren weitaus mehr Diskussion verdient. Wir werden das Projekt weiterhin kritisch beobachten und weiter berichten. Im letzten Video hatten wir schon berichtet, dass das 365-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr nicht im Haushalt für 2022 integriert war. Leider gibt es nun das komplette Aus für das Ticket. Die SPD und die CSU haben in einem Antrag den Stopp für das 365-Euro-Ticket angekündigt. Als Grund nennen sie die fehlende Finanzierung. Da die beiden Parteien die Mehrheit im Stadtrat bilden, ist dieser Beschluss nun bindend. Wir kritisieren das Vorgehen der beiden Parteien stark. Die demokratischen Beschlüsse und Meinungen der BürgerInnen aus dem BürgerInnenbegehren wurden komplett übergangen. Der Stadtrat hat sein Versprechen gebrochen. Das ist unserer Meinung nach ein Gesichts- und Imageverlust. Besonders ungünstig finden wir, dass nicht nur die Umsetzung des Tickets diskutiert wurde, sondern von der CSU auch inhaltliche Kritik geübt wurde. Und das, obwohl im letzten Jahr das Ticket einstimmig beschlossen wurde. Das zeigt uns, dass es hier nicht um Finanzen geht, sondern um politischen Willen. Zuletzt möchten wir euch noch über unseren Besuch beim Stadtplanungsamt Nürnberg berichten. Der Arbeitskreis Nachhaltigkeit der Politbande setzt sich in den letzten Wochen stark mit dem Thema Entsiegelung auseinander. Dazu haben wir uns mit dem Stadtplanungsamt getroffen. Denn die Stadt Nürnberg hat einige Fördertöpfe für die Entsiegelung von Plätzen, Dächern oder Fassaden. Allerdings sind diese weitgehend unbekannt. Wir haben uns über weitere Kommunikationsmöglichkeiten unterhalten. Wir freuen uns, dass unsere Kritik positiv aufgenommen wurde und ein weiteres Treffen angekündigt ist. Leider sind diese Fördertöpfe nur für private Flächen. Vor dem Hintergrund der Klimakrise und der Hitzeentwicklung in den Städten müsste das Thema Entsiegelung viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Schaut doch mal rein beim Verein des Nürnberg-Fürther Stadtkanals. Diese Idee würde ein riesiges Entsiegelungspotenzial mit sich bringen. Außerdem finden wir die Vorstellung eines Kanals anstatt des Frankenschnellwegs einfach nur genial. Das waren die Infos der April-Ausgabe von Neues aus dem Stadtrat. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns hier in den Kommentaren oder per Mail
an info@politbande.de. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Katrin von der Politbande. Infos, Infos, Infos. News, News, News. News, News, News. Infos, Infos, Infos. Politbande. News, News, News. Infos, Infos, Infos. Neues aus dem Stadtrat.